und habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren, gerade zu machen, und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien, er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Ja, ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Mein linkes Ellbogengelenk wurde zersplittert und ich wurde dann ins Marinelazarett nach Stralsund gebracht, wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest, dass der Arm sich nicht bewegen ließ, dass er angewinkelt stehen blieb. Man versuchte mit einem Sandsack den Arm zu strecken. Durch den versteiften Arm wurde ich U-Bootsuntauglich. Bis 1949 war es so, man kannte mich nicht anders. Mehrfach wurde ich nur noch genannt, der Mann mit dem einen Arm, weil es so aussah, als wenn ich links eine Prothese trug. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht, der mich bat, ich möchte doch für mein eigenes Wohl ihn mal aufsuchen, den Gröning. Er brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Er war kleiner, als ich mir vorgestellt hatte, und sprach mit uns, indem er eine kurze Rede hielt, die religiös war, und immer darauf hinwies, dass Gott ihm die Kraft gegeben hätte, zu helfen. Und dann fragte er uns, nachdem er ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten wohl gesprochen hatte, ob wir etwas fühlen würden. Ich musste es leider verneinen. Die anderen Herren, 2 waren es wohl, die hatten etwas gespürt, der eine am Bein, der andere am Hals. Und ich habe dann das Haus Hülsmar verlassen, wurde zwar von Gröning aufgefordert, mich dann noch mal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen und ich kam dann unten rein. Ich fühlte mich dort wohl unbeobachteter, darum bin ich wohl unten in den Keller gegangen und nicht durch die Haustür. Und habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren, gerade zu machen, und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien, er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Bin dann die 2 Treppen hoch bis zu unserer Korridortür, habe mit der rechten Hand immer gegen die Scheibe geklopft, auf Klingeln gar nicht geachtet, sondern bloß gegen die Scheibe geklopft und immer gerufen, ich kann ihn bewegen, ich kann ihn bewegen. Man konnte sich das nicht erklären. Wenn man einen Menschen jahrelang gesehen hat, der immer mit dem angewinkelten Arm rumgelaufen ist und auf einmal den Arm bewegen kann, dann taucht natürlich die Frage auf, wie kommt denn das? Und ich habe dann eigentlich immer für Gröning gesprochen und habe gesagt, ich hätte es nicht geglaubt vorher, bin aber durch meine eigene Heilung davon überzeugt worden, dass er etwas konnte, was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir.